So, machen wir direkt mal weiter. In diesem Video werden wir If-Else-Schleifen kennenlernen und damit wird unser Programmcode schon so viel Flexibilität bekommen, dass jetzt alles irgendwie anfängt Spaß zu machen. Jetzt fängt alles an, eine wirkliche Bedeutung zu haben. Jetzt ist unser Code so weit, dass es irgendetwas für uns tun kann. Aber kommen wir mal dazu, was das hier überhaupt ist. Okay, If-Else-Schleifen sind sehr einfach zu erklären, wenn man das mal aus dem Englischen übersetzt. If heißt wenn, else heißt andererseits. Ja? Das heißt, wenn irgendetwas passiert, soll mein Code das und das machen, sonst irgendwas anderes. Klingt jetzt sehr abstrakt. Ein Beispiel. Wenn deine Lehrerin 30 Minuten zu spät kommt, dann wirst du den Unterricht verlassen. Wenn nicht, dann bleibst du da. Ja? Ganz einfach. Also wenn irgendetwas Bestimmtes passiert, dann soll unser Code das und das machen. Wenn Super Mario, fangen wir mal an, hier, wenn Super Mario, so, wenn Super Mario 10 Euro kostet, ja, dann möchte ich es kaufen. Dann sage ich ja, ich möchte es kaufen. Wenn nicht, na, wenn es nicht 10 Euro kostet, dann sage ich nein, möchte ich nicht. Na, nein. Also hier. If, also wenn es 10 Euro kostet, dann möchte ich es kaufen. Wenn nicht, andererseits, else, dann möchte ich es nicht kaufen. Ja? So simpel. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das aussieht, wenn wir das in Programmiersprache schreiben. Das hier war nur einmal, um das mal schematisch darzustellen. Das ist wichtig, weil wir müssen das vom Verständnis verstehen. Okay. Also, wir haben jetzt hier schon beim letzten Mal Variablen benannt. Ne? Wir sagen, Super Mario Party kostet 10 Euro, Call of Duty 50. So, und jetzt stell dir mal vor, du bist auf einer Online-Seite und ich gebe dir mal ein reales Beispiel, warum man sowas auch überhaupt programmieren würde. Sagen wir mal, du hast irgendeine Online-Seite, wo du die Preise von den beiden Spielen hast und du willst gerne beide Spiele kaufen, aber du bist auch nicht dumm. Du willst das Spiel kaufen, was für dich günstiger ist. Das heißt, hier an der Stelle würde dein Programmcode irgendwie, dazu kommen wir irgendwann mal noch, also jetzt im Moment programmieren wir das nicht, aber irgendwie werden wir schauen, dass unser Programmcode diese Preise aus der Seite automatisch erfasst. Also dein Code geht jeden Tag auf diese Seite und guckt die Preise und erfasst diese Preise hier in den Variablen. Das heißt, das hier ordnen wir nicht selber zu, sondern unser Code macht das für uns. Daran siehst du, wie mächtig Programmieren ist. Ja? Und jetzt sagen wir, okay, wenn, also if Mario Party weniger kostet, dieses kleiner Zeichen, ja, weniger kostet als Call of Duty, dann, und jetzt wichtig, jetzt lassen wir hier entweder 4 Leerzeichen oder einmal mit der Tab-Taste. Ja, und Python beachtet leider auch Leerzeichen. Es gibt andere Programmiersprachen wie JavaScript, da sind Leerzeichen völlig Banane. Ja, du kannst das programmieren, wie du willst. Aber bei Python müssen wir ganz genau aufpassen, dass wir ein Leerzeichen lassen. Das heißt, wenn wir eine If-Bedingung anfangen, müssen wir hier 4 Leerzeichen oder einmal mit der Tab-Taste drücken, ja, dass wir hier Leerzeichen lassen. Dann sagen wir mal einfach Print, kaufe, machen wir mal so, vielleicht plus, kaufe Mario Party. So, if und else. Andererseits, also wenn diese Bedingung nicht zutrifft, ja, das heißt alles andere wäre halt entweder die sind beide gleich teuer oder Call of Duty ist teurer. In dem Fall print kaufe Call of Duty. So, Klammer zu. Wichtig auch hier mit den Klammern und den Gänsefüßchen, wenn ihr die nicht beachtet, dann bekommt ihr ganz schnell eine Fehlermeldung. Und jetzt gucken wir uns das mal ganz kurz an. Ich cancel das mal mit Steuerung C. ls. Dann sehe ich den Beispielcode. Wieder wie gesagt, ne, mit Change Mod, das müssen wir einmal machen, wenn wir ein Skript neu schreiben, also die Rechte erweitern einfach nur. Okay, jetzt Python 3, Beispielcode.py. So, jetzt sehen wir, es hat uns die
gesagt, wir kaufen Mario Party. Warum ist das so? Jetzt gucken wir uns ganz kurz nochmal den Code zurück an, um das zu verstehen. Also hier steht einfach nur kaufe Mario Party. Ups. Nicht einfach nur gedit, sondern gedit mit dem Beispielcode natürlich, ne? Sonst öffnen wir nochmal einen neuen Texteditor. So, hier sehen wir jetzt, Mario Party kostet 10 Euro. Call of Duty kostet 50. Und hier haben wir jetzt gesagt, wenn Mario Party weniger als Call of Duty kostet, dann sollst du bitte Mario Party kaufen. Und dieser Fall ist eingetreten. Nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel. Sagen wir mal, Mario Party kostet aus welchen Gründen auch immer 60 Euro. Was schon sehr unwahrscheinlich sein sollte. Dann gehen wir das nochmal ein und jetzt sehen wir, oh Moment, jetzt wollen wir Call of Duty kaufen. Ja, also If-Else-Bedingungen geben unserem Code eine Flexibilität, sorgen dafür, dass wir unseren Code auf einmal für viele verschiedene Anwendungen programmieren können, für viele verschiedene Bedingungen. Es sind verschiedene Bedingungen, ja. Das heißt, dein Code kann jetzt auf einmal anfangen von alleine zu arbeiten. Es kann irgendetwas überprüfen auf einer Seite und dann sagen, wenn das der Fall ist, mach das. Wenn nicht, dann mach das. Ganz einfach. Ganz einfach, ja. Machen wir das nochmal ein bisschen komplizierter, weil ich glaube, das hast du jetzt verstanden und dann wollen wir nicht, dass du dich beschränkst auf so wenige Dinge. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Wir können, wenn wir sagen, jetzt hier in dem Fall haben wir gar nicht das Beispiel drin, also wir können noch weitere Bedingungen einbauen, aber hier haben wir gar nicht die Bedingung, was ist denn, wenn beide gleich teuer sind? So. Und das machen wir mit else if oder elif, ja, im Englischen, also, oder in der Programmiersprache kürzen wir das elif ab. Das ist aber nur ein else if, also if, wenn die erste Bedingung zutrifft, dann macht das. Wenn die zweite Bedingung zutrifft, dann macht das. Und wenn keine von beiden zutrifft, dann macht die dritte Bedingung. Ja? Else if und immer hier den Doppelpunkt nicht vergessen. Ja, das ist wichtig, nicht den Doppelpunkt vergessen. Dann wieder die 4 Leerzeichen. Und das sind so Kleinigkeiten, Doppelpunkt, Leerzeichen. Ich sage euch, diese Fehler macht man am meisten. Dann wundert man sich über Fehlermeldungen. Da muss man nochmal zurück überlegen, oh Moment, woran liegt das? Aber wenn ihr erfahrener seid im Programmieren, dann werdet ihr solche Fehler schneller ausfindig machen. Das heißt, keine Sorge, wenn mal hier was schief geht, einfach weitermachen, machen, nicht aufgeben. Ja? Überlegen, wo könnte der Fehler sein. Also else if, wenn wir sagen else if Mario Party ist genauso teuer wie Call of Duty. Ich schreibe es erstmal und dann erkläre ich kurz. So, hier ist jetzt das Ding, wir müssen 2 Gleichheitszeichen benutzen. Ne? Hier bei den Variables, bei den Variablen haben wir gesagt, Call of Duty wird ein bestimmter Wert zugeordnet. Also es soll 50 Euro kosten. Ja, das heißt, Call of Duty in unserem gesamten Programmcode hat jetzt den Wert 50 Euro. Hier wollen wir nur überprüfen, ist es genau dasselbe wie etwas anderes. Also das ist nur eine Überprüfung, weil wir hier nicht einen neuen Wert zuordnen. Wir sagen nicht, Call of Duty ist auf einmal 60 Euro. So, wir sagen einfach nur, überprüf uns das bitte. Wir sagen nicht, A ist gleich B. Wir sagen einfach nur, guck mal bitte, ist das der Fall? Also einfach nur ein kleiner Check. Und da müssen wir natürlich 2 Gleichheitszeichen benutzen, das ist wichtig. Ne? Wenn ihr hier ein Gleichheitszeichen benutzt, dann würde es eine Fehlermeldung geben, weil du versuchst hier gerade Mario Party genauso teuer zu machen wie Call of Duty. So, wenn beide genau gleich viel kosten, dann sagen wir, machen wir mal Minus vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kaufe ich morgen. So, ups. Wieder die Gänsefüßchen nicht vergessen, ja, und die Klammer zu, das ist wichtig. Dann speichern wir das hier einmal ab. Schließen das einmal. Und dann schauen wir mal, ups. Gehen wir nochmal zurück, sagen wir mal, beide kosten 50 Euro. Ändern wir das mal. Speichern das wieder ab. Und schauen mal, ob das dann zutrifft. So, jetzt sehen wir, ich weiß nicht, vielleicht kaufe ich es morgen. Warum? Weil jetzt auf einmal ist Super Mario Party genauso teuer wie Call of Duty. Und wenn beide genau gleich viel kosten, ja, dann weiß ich nicht, welches ich kaufen sollte. Ne? Also, die sind ja beide sehr gut. Die sind ja beide super Spiele. Super Spiele. Das heißt, ich weiß nicht, will ich A oder B haben. Also wie gesagt, hier mit else if, das müssen wir auch nicht einbauen. Ja, also else if ist optional. Wenn ihr nur eine Bedingung habt, dann könnt ihr auch sagen, nein, ich nehme nur if und else. Wenn ihr das haben möchtet, könnt ihr das noch mit einbauen. Und das kann man jetzt unendlich weitermachen. Ja? Also man kann jetzt hier noch tausende else-if einbauen. Man könnte auch sagen, wenn Mario Party
weiß nicht, 10-mal so teuer ist wie Call of Duty, 10-mal so teuer ist oder 20-mal so teuer und so weiter. Also man kann hier verschiedenste Operationen noch einbauen, so viel man möchte. Ja. Aber das war im Prinzip schon das gesamte Konzept der If-Else-Schleifen. Und wie gesagt, das werdet ihr auch in anderen Programmiersprachen genauso sehen. Nur vielleicht sind die Konventionen leicht anders, also vielleicht benutzen die hier statt 2 Gleichheitszeichen 3 oder was auch immer. Also es gibt leichte Unterschiede, aber das Grundkonzept, das Grundgerüst ist in allen Programmiersprachen dasselbe. Deswegen ist es auch so einfach, wenn du schon mal eine Programmiersprache gelernt hast, eine weitere zu lernen, weil du die Grundkonzepte schon verstanden hast. Ja? Und das ist wirklich eins der wichtigsten. Jetzt sehen wir auch, wofür wir Variablen brauchen. Ja, um die miteinander zu vergleichen, um die zu überprüfen, um irgendetwas damit zu machen. Und abhängig davon, jetzt haben wir nur eine Print-Funktion genommen, aber überleg mal, du willst einen Hackerangriff starten, dann könntest du hier sagen, okay, wenn irgendeine Bedingung zutrifft, dann will ich, dass du das System bombardierst. Wenn das nicht zutrifft, ja dann bitte hör auf. Ja, also das sind Bedingungen, die wir machen können. Wenn irgendein Fall eintritt, und das ist immer was anderes, deswegen Programmiersprache ist auch so mächtig, weil wir so viele verschiedene Bedingungen irgendwie einbauen können. Wir können ja wirklich alles dahin schreiben, ja. Wenn irgendetwas passiert, dann mach das. Wenn was anderes passiert, dann mach das. Ja, das heißt, das ist hier wirklich eine super Gelegenheit und wenn du diese beiden Konzepte schon verstanden hast, was eine Variable ist, was If-Else-Schleifen sind, wenn du diese Sachen schon verstanden hast, dann bist du schon sehr, sehr nah dran, jetzt wirklich selber zu programmieren. Das Einzige, was du nur bedenken musst, ist, und das ist leider bei allen Programmiersprachen der Fall und das ist leider eine Sache, die wird dich auch immer wieder ärgern, bis du es irgendwann aus Erfahrung dann so weit hast, dass du sagst, okay, ich erkenne die Fehler jetzt inzwischen leichter, ist wirklich hier dieses Leerzeichen lassen. Das sind so dumme Sachen wie Leerzeichen lassen. Oh, ich habe ein Leerzeichen vergessen. Oh, hier das Doppelpunkt fehlt. Oder statt if habe ich mich vertippt und habe 2f geschrieben. Also es sind so Sachen, die sind wirklich banal, die sind wirklich simpel. Und ich sage dir, wenn dein Programmcode eine Errormeldung, eine Fehlermeldung zeigt, dann liegt es an solchen dämlichen Sachen. Aber lass dich davon nicht demotivieren, mach einfach weiter und wie gesagt, programmier so viel du kannst, ja, üb so viel du kannst, versuch alles Mögliche zu programmieren mit so einfachen Konzepten. Du musst jetzt hier keine Raketenwissenschaft eröffnen, ja. Fang an mit den ganz, ganz simplen Dingen und dann kannst du dich langsam nach oben arbeiten. Okay, das war so viel mit diesen If-Else-Schleifen. Beim nächsten Video machen wir weiter.